Wir beginnen mit folgender Einmeldung. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen ist in dem Veruntreuungsprozess gegen sie schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß, das soll jetzt auch gleich in den nächsten Minuten verkündet werden. Und dieses Urteil könnte durchaus Auswirkungen haben, eben auch auf ihre gesamte politische Zukunft. Max Hermes beobachtet ja den Prozess für uns in Paris. Jetzt also das Urteil. Max, was genau bedeutet das jetzt für Marine Le Pen? Feli, wir wissen jetzt erst einmal nur, dass sie schuldig gesprochen wurde. Alles Weitere wird verkündet. Aber erst einmal der Schuldspruch an sich, der ist jetzt noch nichts Ungewöhnliches. Denn die Indizien- und Beweislage war doch erdrückend. Über 12 Jahre lang hatte erst der Front National, die Vorgängerpartei unter Marine Le Pens Vater damals noch, dieses System etabliert, dass Gelder von Abgeordneten, die Abgeordnete nutzen könnten, um letztlich Mitarbeiter in der EU zu bezahlen, dass diese Gelder abgezwackt wurden und nach Paris umgeleitet wurden, beispielsweise für Sicherheitsleute oder für Hausdiener auch ausgegeben wurden. Also Geld, das zweckentfremdet wurde, und das über einen Zeitraum von 12 Jahren hinweg. Das war relativ klar, dass Marine Le Pen hier schuldig gesprochen wurde, weil sie dieses System von ihrem Vater letztlich fortgeführt hat, was er etabliert hat. Und sie hat das hier in dem Prozess im Übrigen auch gar nicht bestritten. Sie hat immer gesagt, das ist eine gängige Praxis. Klar, wenn wir diese Gelder bekommen, wir bekommen sie zwar von der EU, aber natürlich können wir die auch für die Parteiarbeit einsetzen. Und von daher hat sie diesen an sich ganz klaren Vorwurf, der auch mit entsprechenden EU-Regeln so dasteht, hat sie diesen nicht bestritten und eingeräumt. Und deshalb ist jetzt erst einmal klar geworden, das Gericht hat entschieden, die 3 Richter haben entschieden, sie ist schuldig. Welches Strafmaß jetzt genau auf sie zukommt, das wissen wir noch nicht. Aber was kommt da in Frage? Also das, was befürchtet wurde, und die Höchststrafe, das wäre die Unwählbarkeit, eben, dass Marine Le Pen vom sofortigen Zeitpunkt jetzt an für 5 Jahre lang nicht für politische Ämter kandidieren kann, sich nicht aufstellen lassen kann. Und das wäre vor allen Dingen verheerend aus ihrer Sicht für die Präsidentschaftswahl 2027. Dort wollte sie für das Rassemblement National antreten und gilt dort auch als aussichtsreiche Kandidatin. Sie hat bei den letzten Wahlen 13 Millionen Stimmen auf sich vereint, ist also eine Person, die dort möglicherweise das Präsidentenamt würde übernehmen können. Wenn sie jetzt aber dann mit dieser Unwählbarkeit belegt wird, dann bedeutet das gilt ab sofort. Auch wenn jetzt im Prozess noch ein Berufungsverfahren eröffnet wird, gilt trotzdem diese Unwählbarkeit ab sofort, und sie wäre für die Präsidentschaftswahl abgeschrieben. Also das diese Höchststrafe, die jetzt im Raum steht. Max, und für diesen Fall, für die Unwählbarkeit, hat sie allerdings sich auch schon einen Nachfolger aufgebaut. Also die Partei muss sich um Nachwuchs keine Sorgen machen? Nein, und der Nachwuchs, der ist wirklich sehr, sehr jung. Bardella, ihr 29-jähriger Ziehsohn, der durchaus einen Raketenstart hingelegt hat in der Politik, das muss man so sagen. Mit 20 ist er in die Regionalparlamente gewählt worden. Mit 22 wurde er dann schon Sprecher des Rassemblement National und mit 24 dann Spitzenkandidat für die Europawahl. Er hat jetzt im Alter von 29 Jahren auch seine Autobiografie veröffentlicht, mit der er gerade durch die Gegend auch tourt, und dort beschreibt er seine Jugend. Er ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen im Pariser Vorort Saint-Denis. Also er ist aus der Armut emporgestiegen. Das ist gewissermaßen auch seine Lebensgeschichte, und er hat die Migration, so wie er es beschreibt, eben auch als sehr, sehr negativ empfunden, mit viel Kriminalität, die damit verbunden sei. Das ist das, was ihn auch zum Rassemblement National, also dieser Rechtsaußenpartei, gebracht hat. Er gilt als jung, dynamisch, als jemand, der auch durchaus gut aussieht und auf Wahlplakaten gut aussieht. Das spielt in den Wahlkämpfen auch eine Rolle. Marine Le Pen hat ihn selbst immer wieder gefördert. Sie möchte ihn als Premierminister auch aufstellen, sollte sie für die Präsidentschaft kandidieren können. Jetzt, wo sie möglicherweise, das wissen wir noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt, vielleicht nicht kandidieren darf, wäre es so, dass er dann diese Position bekleiden würde. Und das bedeutet, ein Kandidat 29 Jahre alt, der in der Wählergunst gut dasteht und der dort eben auch gute Chancen haben könnte. Denn was spricht auch für ihn? Für ihn spricht, dass er nicht den Namen Le Pen trägt.
Marine Le Pen und ihr Vater, die beiden haben 50 Jahre lang die Politik geprägt. Sie haben sie von einer extremen Rechte in eine moderatere Rechte verwandelt, aber eben diese vielen extrem rechten Positionen dieser Partei noch anhängen. Und Barela ist jemand, der als nicht zu ideologisch gilt und der auch für eine breitere Schicht der Bevölkerung also wählbar sein könnte. Das würde bedeuten, man könnte die Rechtsaußenpartei Rassemblement National noch mehr in die Mitte ziehen und dann möglicherweise da noch weiter profitieren bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2027. Max, nun stellen sich natürlich auch viele die Frage, könnte Marine Le Pen tatsächlich physisch im Gefängnis landen oder hat sie da noch andere Möglichkeiten? Kann sie denn auch noch in Berufung gehen? Rein theoretisch könnte sie im Gefängnis landen. Das gilt allerdings als relativ unwahrscheinlich. Es gibt da ein prominentes Beispiel für Sarkozy, der frühere Präsident. Der ist ebenfalls in einer anderen Sache schuldig gesprochen worden und der konnte dann seine Strafe zu Hause mit einer Fußfessel absetzen. Also so hat die Bewährungsstrafe dann ausgesessen, dass er dort eben von zu Hause aus überwacht werden konnte. Es ist jetzt denkbar, dass Marine Le Pen mit einer Geldstrafe belegt wird, 300.000 €. Und natürlich ist auch dann, wenn die Richter es zulassen, grundsätzlich eine Berufung möglich. Aber diese fünfjährige Unwählbarkeit, die ist davon nicht betroffen. Die gilt ab sofort auch, wenn dann eben ein Berufungsverfahren zugelassen wird. Also sollte Marine Le Pen damit belegt werden hier vom Gericht, wäre das für sie die Höchststrafe, wäre das mit einem Mal der politische Tod. Und, das muss man auch sagen, selbst ihre politischen Gegner aus dem linken Lager, die sagen, man muss das Rassemblement National mit den Waffen schlagen an der Urne und eben nicht mit den Gerichten. Also da wird das durchaus kritisch gesehen, dass hier eine solche Verurteilung, die dann ihre Unwählbarkeit zur Folge hätte, im Raum steht. Wir sind gespannt, welches Strafmaß dann noch verkündet wird in Paris. Dankeschön für den Moment, Max.